Viele von euch kennen schon den iTendo-Koffer. Vielleicht haben wir sogar schon einen Versuch bei euch an der Maschine gemacht. Heute wollen wir euch den iTendo 2 Pad vorstellen. Dies ist der neue Koffer mit dem Inhalt iTendo und ein Tablet iTendo 2 Pad genannt. Wir zeigen euch jetzt die einzelnen Komponenten. Starten wir mit dem iTendo. Das ist der neue iTendo 2, erheblich kleiner, ausgeführt jetzt als der ursprüngliche iTendo. Wir werden dazu später noch einige Details berichten. Dann haben wir hier unser Tablet. Wir werden uns gleich direkt mit dem iTendo zum Tablet verbinden. Wir haben hier noch weitere Komponenten. Dies ist das Ladekabel für unseren iTendo sowie ein Ladekabel für das Tablet und zu guter Letzt ein Universaladapter mit 2 USB-Anschlüssen und quasi für verschiedene Länder geeignet. Wir wollen euch jetzt zeigen, wie der iTendo hier mit dem Tablet verbunden wird. Ihr seht hier auf dem iTendo die eindeutige Nummer von dem iTendo und wir werden uns jetzt gleich mit der App verbinden. Bitte Moritz, könntest du uns die App starten auf dem Tablet? Wir sehen jetzt hier oben die Nummer von dem Werkzeughalter eingeblendet und können uns per Klick auf diese Nummer mit dem verbinden. Jetzt dauert es 2-3 Sekunden, dann ist die Verbindung aufgebaut. Und wir sehen hier unten schon automatisch die Daten reinkommen. Ich zoome jetzt für unseren ersten Test ein bisschen weiter rein, dass wir die Daten, die reinkommen, ganz deutlich sehen können. So, und ich habe den iTendo in der Hand und werde jetzt hier durch Schütteln quasi Schwingungen erzeugen, die wir auf dem Tablet sofort visualisiert bekommen. Ich höre auf zu schütteln, das Signal beruhigt sich wieder. Wir schütteln nochmal und sehen sofort den Signalanstieg. So, wir haben jetzt unseren iTendo mit dem Tablet verbunden und den ersten Schütteltest gemacht. Wir möchten euch jetzt ganz kurz die Funktionen im Tablet erläutern. Wir befinden uns jetzt hier im Live-View. Wir werden mit der Kamera jetzt ein bisschen näher ranzoomen. Ich werde jetzt gleich, vielleicht haben wir das in der Kamera noch drin, den iTendo anfangen zu schütteln und wir sehen, wie unser Signal wieder ansteigt und wir werden hier auf automatische Aufnahme schalten. Das heißt, wenn ich jetzt schüttel, wird automatisch ein Prozess aufgenommen und gespeichert. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Wir sehen hier die Schwingungen auf der Y-Achse über der X-Achse, der Zeitachse aufgetragen. Und jedes Mal, wenn ich jetzt quasi hier den iTendo schüttel, wird ein Prozess aufgenommen. Das simuliert quasi den Prozess in der Maschine. Und ich würde jetzt den Moritz bitten, noch mal die anderen Bereiche kurz anzureißen. Genau, gerne. Die in den rot hinterlegten Bereichen aufgenommenen Daten stellen die Grundlage für alle weiteren Bereiche in der App dar. Die Bereiche können wir hier an der Seite aufgelistet sehen. Neben dem Live-View gibt es die Trends. Da kann ich jetzt zu jeder Aufzeichnung in Form von einem Balkendiagramm sehen, wie stark der Mittelwert von den Schwingungen war. In dem Aufnahmenbereich kann ich mir einzelne Verläufe von Aufzeichnungen anschauen. Auch hier müssen wir wieder ein bisschen reinzoomen. Und dann kann ich den zeitlichen Verlauf von den einzelnen Prozessen sehen und dort im Prinzip Prozesse im Detail anschauen und analysieren. In dem dritten Bereich, den Alarmen, wird in der Liste angezeigt, wann wir in einem Prozess eine vorher festgelegte Grenze verletzt haben und damit im Prinzip ein unerwartetes Ereignis passiert ist. So, vielen Dank, Moritz. Wir haben jetzt die Oberfläche von der App kennengelernt. Moritz, wäre es denn möglich, dass wir jetzt auch einen Versuch auf der Maschine machen? Klar, Thomas, da habe ich was vorbereitet. Wir haben schon in den Werkzeughalter einen 12 mm Vollabmetallfräser eingespannt und wir möchten gerne an einem ganz einfachen Demo-Bauteil eine Bearbeitung durchführen. Wir fräsen so eine Art Rampe. Wir haben eine unterschiedliche seitliche Zustellung. Wir starten mit einer sehr hohen seitlichen Zustellung, 4 mm,
und enden bei nur noch 0,2 mm Zustellung. An dem Schnitt möchten wir einfach zeigen, wie sich die Stabilität von so einem Prozess, also die Schwingungen, von Anfang bis Ende verändern können. Und wir möchten damit zeigen, wie starke Schwingungen mit dem iTendo gemessen werden können und wie man auch nur noch ganz leichte Schwingungen in dem Eingriff erkennen kann. Moritz, vielen Dank für den Versuch auf der Maschine. Und ich glaube, wir haben sehr schön sehen können, wie einfach so ein Versuch durchführbar ist. Der iTendo braucht nur in die Maschinen, in die Spindelschnittstelle eingebracht werden. Es braucht aber keine Verbindung zur Maschine, um diesen Versuch durchzuführen. Und der Moritz wird uns jetzt vielleicht noch mal kurz erläutern, was eigentlich das Resultat aus diesem Versuch ist. Okay, Thomas, gerne. Das, was wir in dem Prozess an der Maschine auch schon hören konnten, zeigt sich jetzt hier auch bei der Aufzeichnung von dem Prozess auf dem Tablet ab. Wir tragen hier bei den Aufnahmen oder über der Zeit die Schwingungen auf und können sehen, zu Beginn, wo der Fräser eingetreten ist, hatten wir die stärksten Schwingungen, konnten wir auch ein Kreischen und Pfeifen in der Bearbeitung hören und über die Prozesszeit wurden die Schwingungen immer kleiner, bis sie am Ende hier nahezu null wurden. Das, was wir jetzt hier an den Schwingungen sehen, bildet sich auch ganz deutlich am Werkstück selber ab. Dort kann man erkennen, da wo der Fräser eingetreten ist, die höchsten Schwingungen, starke Radarmarken. Und je länger der Prozess angedauert hat, je weiter wir durch das Teil durchgefahren sind, desto kleiner werden die Schwingungen. Was man hier sehen kann, ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir mit dem iTendo und dem Tablet Prozesstransparenz schaffen können, um Prozesse zu verstehen und zu optimieren. Ja, wir haben jetzt das iTendo 2 Pad kennengelernt. An der Stelle würden wir euch gerne nochmal zeigen, wie sich der iTendo eigentlich verändert hat. Moritz, da würde ich dich nochmal bitten. Gerne. Wir sehen hier den iTendo in der ersten Version, die wir gebaut haben. Wir sehen hier den aktuellen iTendo 2 und im Vergleich dazu noch ein ganz normaler Standard-Hydroden-Werkzeughalter von Schunk. Die wesentlichen Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten Generation sind, dass wir eine wesentlich kompaktere Baugröße von der Elektronik, verglichen hier und hier bei der Version 2 haben. Wir haben eine höhere Drehzahlfestigkeit, bis zu 30.000 Umdrehungen. Und der dritte und wichtigste Punkt ist, wir haben exakt die gleiche Störkontur zwischen dem Standard-Hydroden-Werkzeughalter und dem iTendo 2. Ja, und das iTendo Pad, das wir euch heute vorgestellt haben, ist eigentlich die erste Stufe vom iTendo 2. Das nächste Paket, was wir einführen wollen, wird Easy Connect heißen. Da werden wir eine einfache Schnittstelle zur Verfügung stellen mit dem Beschleunigungssignal aus dem Prozess. Und als drittes Paket planen wir dann das Pro-Paket. Das Pro-Paket soll umfänglich eine Prozessüberwachung mit Maschinenintegration bieten. Vielen Dank.